Hallihallo, meine lieben Freunde, die sich vom Theater auf der Weltbühne nicht blenden lassen, sondern hinter den Vorhang und die Masken schauen. Ich bin es schon wieder, der Somnidelius Solertius. Ja, schon wieder. Das ist heute mein drittes Video innerhalb der letzten 4 Tage. Ja, nachdem ich fast einen Monat lang oder über einen Monat lang überhaupt nichts hochgeladen habe, liegt einfach daran, dass ich mir nach dem durch den Tag der Deutschen Einheit verlängerten Wochenende einen zusätzlichen Kurzurlaub gegönnt habe. Denn ja, ich brauche ja mal Zeit. Ich brauche ja auch mal die Zeit, um meinen Kanal wieder etwas zu beleben. Also, heute geht es um die Fake-Identitäten eines US-amerikanischen Präsidentenpärchens. Genauer gesagt um diese Fake-Identitäten hier, Barack und Michelle Obama. Und in diesem Video will ich nicht nur diese Fake-Identitäten als Prinz Daniel und Prinzessin Victoria von Schweden aufdecken, sondern auch mal betonen, wie schrecklich ich die falschen Maßstäbe finde, nach denen die Michelle Obama in der Szene der Wahrheitssuchenden immer als Tranny verunglimpft wird. Also ich meine, was für eine Beleidigung gegenüber der adretten Kronprinzessin Victoria von Schweden. Aber dazu komme ich erst später. Fangen wir erstmal mit den Matches zwischen Prinz Daniel von Schweden und Barack Obama an. Und die sind mal wieder so gut, dass ich sie nicht weiter kommentieren muss. Gönnt euch einfach die Mucke dazu. Das waren jetzt die Matches zwischen Barack Obama und Prinz Daniel von Schweden. Und während ich jetzt gleich die Matches zwischen Daniels Gattin Victoria und Baracks Gattin Michelle durchlaufen lasse, erzähle ich euch, wie bereits angekündigt, ein bisschen was zu diesen fiesen Transvestigationsgerüchten gegenüber der Michelle. Also, die Adeligen haben ein extrem großes Interesse daran, uns Wahrheitssuchende zu dem Irrglauben zu verführen, dass es sich bei ihren Fake-Identitäten um umoperierte Menschen handelt, die ihr Geschlecht wechselten. Und warum haben die Adeligen ein Interesse daran? Nun, ganz einfach. Es geht um Ablenkung von der Wahrheit. Solange du denkst,
dass Michelle Obama in Wahrheit ein umoperierter Mann ist, kommst du nicht auf die Idee, eine verkleidete Prinzessin hinter ihr zu vermuten. Und solange du glaubst, dass sie in Wahrheit ein umoperierter Mann ist, wird dein kritisch hinterfragender Geist die Merkwürdigkeiten, die er an ihrem Körper und in ihrem Gesicht sieht, immer nur auf diese angebliche Transvestigation reduzieren. Und gerade deshalb kann dem Geist dann auch nicht in den Sinn kommen, dass derlei Unnatürlichkeiten auch durch Prothesen, durch Latex oder durch Shapeshifting-Glitches entstanden sein können. Das ist der Hauptgrund, warum die Adeligen ein großes Interesse daran haben, die Truther-Szene mit der Irrlehre der Tranny-Theorie zu infiltrieren. Kurz auf den Punkt gebracht, nur weil sich Prinzessin Victoria von Schweden in ihrer Rolle als Michelle Obama ab und an einen Fake-Penis zwischen die Beine klemmt, heißt das nicht, dass sie wirklich eine Tranny ist. Sie will damit eher davon ablenken, dass sie eine verkleidete Adelige ist. Allgemein muss ich festhalten, es ist ein Widerspruch, einerseits an die Actor-Based Reality zu glauben, aber andererseits zu denken, dass die gespielten Fake-Identitäten transvestigiert sind. Entweder man geht von Schauspielern aus, bei denen man sich aufgrund von Maskeraden auf das Äußere ihrer rein fiktiven Charaktere nicht verlassen kann, oder man hält dieses Äußere für aussagekräftige Geschlechtsmarker einer realen Person, aus denen man wahrhaftig eine Transvestigation ableiten kann. Ja, ich kenne die Bilder, die zeigen, wie Michelle Obama eine Beule zwischen den Beinen hat. All diese Bilder sind für mich Beweise dafür, dass die Adligen uns die Irrlehre der Transvestigation absichtlich unterjubeln wollen. Man muss ja auch mal bedenken, dass die Adligen alle Medien und alle größeren Internetplattformen kontrollieren und dass sie damit auch die Macht hätten, dafür zu sorgen, dass alle Bilder, auf denen Michelle Obama irgendwas im Schritt hängen hat, es erst gar nicht ins Internet schaffen. Deswegen muss man gerade aufgrund dieser Machtposition der Adligen davon ausgehen, dass sie besagte Bilder absichtlich verbreiten. Schließlich hätten die Adligen alles getan, die Verbreitung dieser Bilder zu verhindern, wenn eines ihrer intimsten Geheimnisse wäre, dass sie alle getranst sind. Dementsprechend denke ich auch, dass es eine absolute Absicht war, als Barack Obama in einer Rede mal Michael and I anstatt Michelle and I sagte. Distinguished guests and men and women of the finest military in the world. And most of all, Admiral Mullen, Deborah. Michael and I also want to acknowledge your son Jack, who's deployed today. All of you have performed extraordinary service to our country. Genauso war es Absicht, als Michelle Obama während eines Auftritts in einer Sendung mit Tucker Carlson eine Kette trug, auf welcher der Name Mike zu lesen war. Ihr wisst genau, was ich meine. Ihr kennt ja diese ganze Fake-Story, dass Michelle in Wahrheit ein Mann ist, der Michael heißt oder in Kurzform Mike. Und wegen dieser Story pushen dann die Adligen solche Bilder hier im Internet und dann halt auch solche Versprecher wie den von Barack Michael and I oder solche Kettenaufschriften wie die einer Kette von Michelle. Ja, wo dann tatsächlich viele Wahrheitssuchende es für bare Münze nehmen, dass es sich um ein früheres Bild von Barack Obama und Michelle Obama handelt. All das ist mit voller Absicht vom Adel inszeniert. Genauso absichtlich übrigens wie Katy Perry bei einer Vortäuschung ihrer Schwangerschaft ausgerechnet in dem Moment ihren Pullover extra weit hochkrempelte,
in dem ein Fotograf neben ihr die Kamera voll auf ihren offensichtlichen Moonbump hielt. Ja, die Adligen wollen den Wahrheitssuchenden unter die Nase reiben, dass ihre Fake-Identitäten Schwangerschaften vortäuschen, denn das führt die Wahrheitssuchenden nochmal tiefer in die Irrlehre der Tranny-Theorie. Und wäre Katy Perry wirklich eine Tranny, dann wäre das ein tiefes Baphometengeheimnis innerhalb der Elite und sie hätte niemals ihren Moonbump dermaßen offensichtlich öffentlich in die Kamera gehalten. Aber Tranny-Gläubige denken leider, sie können aus digitalen Bildern und inszenierten Auftritten, die ihnen die Adeligen übers Internet unter die Nase reiben, etwas als Wahrheit herleiten, was aber ganz offensichtlich nur gestellt wird. Nein, da bleibe ich ganz stur. Der entscheidende Gradmesser ist für mich einfach, dass auf diesem Bild die beiden da oben identisch sind mit den beiden da unten. Das habe ich jetzt durch Bildvergleiche genauso bewiesen, wie es durch die Familienrelation bewiesen ist, dass es sich jeweils um ein Ehepärchen handelt, das aus denselben Personen besteht. Und was da nicht logisch kohärent reinpasst, kann nicht der Wahrheit entsprechen. Damit bin ich jetzt für heute mal wieder alles losgeworden, was ich loswerden wollte und verabschiede mich von euch. Tschüss, euer Samdi Delius Solertius.